Am 15.02.2021 wird der 5-fache Familienvater Abdulaziz D. kaltblütig erschossen. Die Suche nach dem Täter läuft ohne nennenswerten Erfolg. Den Ermittlern liegt nur ein Verdacht vom Bruder des Opfers vor. Er vermutet, der beste Freund könnte der Täter gewesen sein. Mohammad H. Wir kamen zu dem Entschluss, wir müssen entsprechende Überwachungsmaßnahmen initiieren, um diesen möglichen Tatverdächtigen rundum abzuklären. Wir haben dann Lokalisationsüberwachungsmaßnahmen angeschlossen, uns natürlich angeschaut, wo ist der Beschuldigte, konnten dann erstmal feststellen, er ist wieder an dem Tattag am 15.02. zu Hause in Dorsten. Wir haben dann uns die Frage gestellt, wie lange sollen diese Überwachungsmaßnahmen andauern oder was erhoffen wir uns möglicherweise davon, wenn wir es hier mit einem handelnden Einzeltäter ohne Mittäter, ohne Mitwisser zu tun haben. Aber was würde uns auf der anderen Seite verloren gehen, wenn wir Zeit verstreichen lassen? Vielleicht eben das Auffinden der Tatwaffe oder Tatspuren. Schmauchspuren sind eben auch schnell vergänglich. Die Partikel fallen ab wieder von der Kleidung. Und dann haben wir einfach abgewogen und gesagt, uns ist wichtiger, jetzt gegebenenfalls noch Beweismittel sichern zu können. Und deswegen haben wir dann relativ schnell uns für die Festnahme entschieden. Wenn wir davon ausgehen konnten, dass es sich um einen möglichen Tatverdächtigen handelt, so war allen klar, wir können hier nicht leichtfertig vorgehen. Ein solcher Einsatz erfolgt zwingend mit Unterstützung des SEK, da hier nun mal eine scharfe Schusswaffe im Spiel war. Das SEK wird verständigt. Sie sollen Mohammad H. in seiner Wohnung in Dorsten überraschen und festnehmen. Das gestaltete sich dann leider auch etwas schwierig, weil er dann just in dem Moment, als das SEK soweit war, da einen Zugriff organisieren zu können, sich wieder mit dem Auto von Dorsten wegbewegt hat. So war es tatsächlich eine verpasste Chance von etwa 5 Minuten, bis die Kräfte des SEK am Wohnobjekt des Tatverdächtigen waren. Die Spur von Mohammad H. verliert sich in der Nacht. Die Polizisten können ihn nur ungenau orten. Irgendwo im knapp 90 Kilometer entfernten Remscheid. Deshalb brechen sie die Festnahme ab. Das Resümee dieses sehr anstrengenden Tages war letztlich ernüchternd. Neben der doch sehr überschaubaren Spurenlage vom Tatort hatten wir zwar einen potenziell Tatverdächtigen, aber wir hatten ihn noch nicht bekommen und konnten eben auch nicht überprüfen, liegen wir richtig oder sind wir hier nur einem möglichen Phantom hinterhergelaufen. Am nächsten Morgen beginnt Laila Malolepsi mit der Obduktion von Abdulaziz D. Die Medizinerin will mehr über die Todesumstände und die Schussverletzung im Schädel des Mannes herausfinden. Generell ist es so, dass wenn man eine Schussverletzung in den Schädel hat, dass das Projektil neben den Verletzungen, was es einfach durch seine eigene Energie verursacht, erstmal eine Druckwelle entsteht. Diese Druckwelle breitet sich im gesamten Schädel aus und kann aber erstmal nirgendwo hin, weil der Schädel eben ein geschlossenes System ist. Das bedeutet, dass diese gesamte Kraft dieser Welle auf die Nervenzellen übertragen wird und man dann erstmal von einer primären Bewusstlosigkeit ausgehen kann. In diesem Fall war es aber zusätzlich so, dass die Kugel in ihrem Verlauf entlang der Hirnbasis und auf der Unterseite des Gehirns entlang gefolgt ist. Und da sind sämtliche Hirnarterien sowie auch der Hirnstamm mit den ganz wichtigen Körperfunktionen wie etwa Atemzentrum und Herz-Kreislauf-Zentrum. Diese Strukturen waren komplett zerstört. Also das heißt, das ist eine Verletzung, die unmittelbar zum Tod führt. Also für uns hat, wenn es um Schuss geht, dann immer die Priorität, die Wunden zu klassifizieren. Also ist das ein Einschuss oder ein Ausschuss? Wenn ja, gibt es das eine und gibt es das andere? In dem Fall war es tatsächlich so, es gab nur einen Einschuss und keinen Ausschuss. Es war ein 9 mm Projektil und das ist tatsächlich ein relativ großes Projektil.
Dann ist natürlich wichtig die Flugbahn des Projektils, also der Schusskanal, damit man eben rekonstruieren kann, aus welcher Höhe geschossen wurde. Wurde aus dem Stehen oder aus einem anderen Auto geschossen. Man konnte sagen, dass der Schusskanal nahezu horizontal gewesen ist. Also das heißt, der Schuss war in einer Linie und nicht etwa von oben nach unten, sondern nahezu horizontal durch das linke Auge eingetroffen und dann durch den Kopf hindurch bis auf die Hinterseite. Und ansonsten ist es immer schwierig, dadurch, dass er im Auto gesessen hat, kann man nicht sagen von der Richtung. Ne? Also klar ist, dass irgendwie er muss zur Seite geguckt haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Aber letztendlich in welchem Winkel, das kann man tatsächlich so nicht bestimmen. Das macht dann auch das LKA. Die Rechtsmedizinerin stellt zudem keine Abwehrverletzungen fest, die auf einen Kampf zwischen Täter und Opfer hindeuten würden. Ein Indiz, dass Abdulaziz D. in seinem Auto mit vorgehaltener Waffe überrascht wurde und keine Chance hatte, sich zu wehren. Währenddessen ist die Kriminalpolizei noch immer auf der Spur von Mohammed H. Erneut wird seine Festnahme geplant, ohne dass sie handfeste Beweise gegen den 38-jährigen Familienvater haben. Es war über Nacht zu einem Stillstand des Tatverdächtigen im Bereich Remscheid gekommen, sodass wir dann viel gezielter nach ihm fahnden konnten. Es zog sich dennoch über den gesamten Vormittag dieses Dienstags und die Beamten des SEK waren wieder an dem Tatverdächtigen dran und konnten ihn immer näher, was seinen Aufenthaltsort anbelangt, eingrenzen. Am Mittag fährt Mohammed H. mit seinem Auto aus Remscheid los. Er scheint auf dem Weg zurück nach Hause, nach Dorsten zu sein. Das SEK nimmt die Verfolgung auf. Beamte des SEK hatten zunächst dort nicht zugreifen können, weil entsprechend viele Unbeteiligte auf der Autobahn ebenfalls noch vor Ort waren. Und man hat sich dann dazu entschieden, das Fahrzeug auf der Abfahrt zu rammen und den Tatverdächtigen festzunehmen. Die Festnahme ist, soweit uns das geschildert wurde, auch widerstandslos erfolgt. Bei der Festnahme und auch bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges sind leider weder eine Schusswaffe noch Patronenhülsen aufgefunden worden. Aber relativ zügig wurde uns von Nordrhein-Westfalen gemeldet, dass der Tatverdächtige eine hellbraune Ledergeldbörse und auch die einzige zum Konto existierende EC-Karte einstecken hatte. Mohammed H. schweigt. Doch mit seiner EC-Karte kommen die Beamten auf eine erste heiße Spur. Die Beamten der Kriminalpolizei aus Recklinghausen hatten zwischenzeitlich auch die Finanzen unseres Tatverdächtigen bei ihrer örtlichen Bank überprüfen lassen und hatten dort eine Feststellung getroffen, die uns alle aufhorchen ließ. Es war in den Morgenstunden des Rosenmontag gegen etwa 10 Uhr in Neuhof, etwa 12 Kilometer Luftlinie entfernt vom Tatort, zu einer Bargeldabhebung gekommen. Eine Person, die eine EC-Karte nutzte, die auf das Konto des Tatverdächtigen ausgegeben war, hatte hier einen Bargeldbetrag abgehoben im mittleren dreistelligen Bereich. Die Sichtung der Videoaufnahmen erfolgte unmittelbar. Auf den Kameras war der Tatverdächtige tatsächlich mit Maske zu sehen, sodass die Identifizierung natürlich erschwert war. Aber man konnte trotzdem die Augenpartie und die Stirnpartie sehen, entsprechend auch die Haare, und man hat anhand der Videoaufzeichnung auch die komplette Kleidung und den Körper gesehen. Wir wussten, wir waren auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Doch noch gibt es keine wasserdichten Beweise dafür, dass Mohammed H. der Mörder von Abdulaziz D. ist. Er schweigt zu den Vorwürfen. Warum sollte er seinen besten Freund erschießen? Die beiden waren wie Brüder, sind 2015 zusammen aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Monika Köhler schaut sich sein Handy genauer an. Man konnte anhand von Chats oder Nachrichtenverläufen feststellen, wie er so geantwortet hat, wie er sich verhalten hat, wie vielleicht auch sein Charakter war. Da wurde ganz klar seine kontrollierende Art. Er
Er hat Familienmitgliedern gegenüber geschrieben, dass sie niemandem mehr vertrauen dürfen, dass ihn die Menschen, die ihm am wichtigsten waren, dass die ihn verraten haben und dass alles Schuld seiner Frau sei. Er hat ihr versucht, Sachen zu verbieten oder auch vorzuschreiben, was sie jetzt zu tun oder zu lassen hat. Die Frau hat aber versucht, dass er sich ändert. Und er hat aber auch ganz klar auch geschrieben, du hast dich unrein gemacht und da war was. Er ist davon ausgegangen, dass die Frau ihm fremdgegangen ist. Für ihn ist da ganz klar dieses Motiv einfach rausgekommen. Ganz egal, ob das der Wahrheit entsprochen hat oder nicht, aber für ihn war das seine Wahrheit. Hat Mohammed H. aus verletzter Ehre seinen Freund getötet? Hat er die Tat kaltblütig geplant? Wer ist dieser Mann?